Im Kampf gegen Kriminalität gibt es viele strittige Punkte. Zum Beispiel die Frage nach dem Alter der Straftäter. Soll man Nachsicht walten lassen, wenn ein brutaler Mörder noch nicht volljährig ist? Oder wird eine milde Strafe zum Auslöser für noch schrecklichere Verbrechen? Eddie Werner wurde am 25. Dezember 1985 in eine recht wohlhabende Familie geboren. Eddies Vater war Anwalt. Der Junge war das erste Kind des Ehepaares. In seinen frühen Jahren wurde bei ihm Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom und eine leichte Form des Tourette-Syndroms diagnostiziert. Aufgrund dessen hatte der Junge aufgrund seiner gelegentlich auftretenden Tics einige Schwierigkeiten in der Schule. Dabei lernte Eddie sehr gerne und freute sich auf das Ende der Sommerferien, um endlich wieder seine Freunde und Klassenkameraden zu sehen. Eddie war fröhlich und offen. Wenn er nicht zu Hause bei seiner Familie oder in der Schule war, verbrachte er garantiert seine Zeit mit anderen Kindern auf der Straße. Trotz aller Schwierigkeiten wurde Eddie vor allem dank seines sanften, umgänglichen Wesens und seiner Kontaktfreudigkeit zu einem beliebten Jungen in der Grundschule. Eddie war ein vorbildlicher älterer Bruder für seine Geschwister Kelly, Tommy und Lauren. Zusammen mit seiner Familie war er etwa 6 Jahre vor der Tragödie nach Jackson Township im Bundesstaat New Jersey gezogen. Der Ort lag etwa eine Autostunde von New York City entfernt und galt als ziemlich sicher. Es war eine typische amerikanische Vorstadt mit etwa 50.000 Einwohnern, die viele als Ideal für die Erziehung von Kindern und die Gründung einer Familie betrachteten. Am Samstagnachmittag des 27. September 1997 ging der 11-jährige Eddie auf die Straße, aber nicht, um mit anderen Kindern zu spielen. An diesem Tag verkaufte er Süßigkeiten, da er an einem Wohltätigkeitsprogramm zur Spendensammlung teilnahm. Die Schüler sollten von Haus zu Haus gehen und ihren Nachbarn verschiedene Waren anbieten. Das war damals eine recht beliebte Beschäftigung für Kinder. Eddie war sehr begeistert und wollte der Beste werden, um den Preis zu gewinnen. Ein Funkgerät, das dem Sieger versprochen worden war. Er zog sich sogar ungewöhnlich streng an, um der Ernsthaftigkeit der Veranstaltung gerecht zu werden. Ein schwarzes Hemd, schwarze Jeans und schwarze Turnschuhe. Die Eltern machten sich Sorgen um ihren Sohn, aber sie fanden den Wunsch ihres Kindes, unabhängig zu sein und anderen Menschen zu helfen, toll und beschlossen, ihn nicht daran zu hindern. Der Junge sollte zum Abendessen zurück sein, aber zur vereinbarten Zeit kam er nicht nach Hause. Deshalb machten sich seine Mutter und sein Vater Sorgen. Sie begannen sofort, ihren Sohn auf der Straße zu suchen, leider ohne Erfolg. Die Eltern meldeten es bei der Polizei. Gegen 23 Uhr desselben Tages begann die Suche nach dem Jungen. Die ruhige Gegend war voller Polizeiautos und Suchmannschaften. Zahlreiche Polizeibeamte, darunter Hundeführer mit Hunden, Hubschrauber und auch Anwohner waren im Einsatz. Insgesamt waren etwa 250 Beamte und Freiwillige an den Maßnahmen beteiligt, aber sie konnten nichts entdecken. All dies löste eine breite öffentliche Resonanz aus. Sogar die Organisation, die diesen Spendenwettbewerb für Kinder veranstaltet hatte, wandte sich an die Einwohner und bat Zeugen, die etwas über den Verbleib des Jungen wussten, sich zu melden. Ein Tag verging, aber der vermisste Junge wurde nicht gefunden. Gerüchte verbreiteten sich in der Gegend. Die Nachbarn des Jungen und der Familie Werner wurden immer unruhiger. Die Straßen der Stadt, in denen zuvor noch bis spät in die Nacht Kinder gespielt hatten, waren nun leer. Die Eltern ließen ihre Kinder nicht einmal mehr mit dem Hund Gassi gehen. Die Eltern des vermissten Jungen wurden heftig kritisiert, ebenso wie das Prinzip der Stiftungen, die es Kindern ermöglichten, auf diese Weise Dinge zu verkaufen, indem sie von Tür zu Tür gingen. Einige waren der Meinung, dass die Organisationen die Kinder in Gefahr brachten, wenn sie alleine Geld sammelten. Sie könnten leicht zur Beute von Dieben und anderen Kriminellen werden. Die Stiftung musste sich rechtfertigen und ihre Arbeitsweise überdenken, um die Sicherheit der Spendensammler zu gewährleisten. So wurde beispielsweise beschlossen, dass die Kinder zu zweit oder zu dritt unter Aufsicht von Erwachsenen arbeiten sollten, um die Sicherheit zu erhöhen. 2 Tage später, am 29. September 1997, spazierte ein Polizist mit seinem Hund durch ein Waldgebiet in der Nähe von Wohnhäusern. Der Beamte wusste, dass dieses Gebiet häufig von Jugendlichen genutzt wurde, um sich in ihrer Gruppe zu treffen. In den letzten Tagen waren jedoch aufgrund der Suchaktionen viele Polizisten hier, sodass niemand auftauchte. Die Suchmannschaften, die nach Eddie Werner suchten, hatten alles abgeriegelt. An diesem Tag hatte der Mann keinen Dienst und ging nur mit seinem Hund spazieren. Aber dieser Abendspaziergang war anders als die anderen. Plötzlich wurde das Tier misstrauisch. Der Mann wollte es nicht stören und folgte ihm.
und sein Instinkt täuschte ihn nicht. Nach wenigen Minuten stieß er auf den leblosen, halb entkleideten Körper des Jungen. Der Anblick war grauenhaft. Es war offensichtlich, dass das Opfer brutal zusammengeschlagen worden war. Auf seinem Rücken war sogar ein blauer Fleck in Form eines Schuhabdrucks zu sehen. Der Gerichtsmediziner stellte eine Kopfverletzung durch einen stumpfen Gegenstand fest, ging jedoch davon aus, dass diese erst nach dem Tod des Kindes entstanden war. Als Todesursache wurde Ersticken festgestellt. Außerdem war der Junge, wie aufgrund seiner fehlenden Kleidung zu vermuten war, vergewaltigt worden. Noch am selben Tag wurde der Ort, an dem die Leiche des 11-jährigen Eddie gefunden wurde, zu einer Art Gedenkstätte. Nachbarn und alle, die sein Schicksal nicht gleichgültig ließ, kamen hierher, hinterließen Fotos, Blumen, Spielzeug, Kerzen und kurze Notizen, um die Eltern zu unterstützen. Der Baum, unter dem die Leiche lag, wurde zu einem echten Denkmal. Die Nachricht von dem brutalen Mord an Eddie Werner verbreitete sich blitzschnell in der ganzen Gegend. Alle lokalen Medien berichteten darüber, machten unglaubliche Behauptungen und versuchten zu verstehen, wer den Jungen getötet hatte. Die Nachricht verbreitete sich über die Stadtgrenzen hinaus. Ermittler aus dem Nachbarbezirk erfuhren davon. Einer von ihnen wandte sich an seine Kollegen, die mit dem Fall des Jungen befasst waren. Er erzählte ihnen eine interessante Geschichte, die schließlich zur Aufklärung des Mordes beitrug. Ein Jahr vor diesem Vorfall war ein 42-jähriger Mann namens Stephen Simmons ins Visier der Ermittler geraten, weil er sich zu sehr mit einem 14-jährigen Jungen namens Sam Manzi angefreundet hatte. Er hatte ihn im Internet kennengelernt und dann persönlich getroffen. Stephen vergewaltigte den Teenager. Der Ermittler wollte jedoch nicht über den Vergewaltiger sprechen, sondern über sein Opfer, da der Junge nicht weit von der Stelle entfernt wohnte, an der Eddies Leiche gefunden wurde. Warum der Schwerpunkt auf den Highschool-Schüler gelegt wurde, wurde etwas später klar. Stephen Simmons stammte aus Long Island und war den Strafverfolgungsbehörden gut bekannt. Er war ein erfahrener Kinderschänder. Er wurde in einer kurzen Beziehung mit einem 14-jährigen Mädchen beobachtet. Der Mann wurde zweimal wegen Körperverletzung verhaftet, zuerst in Brooklyn, dann in Florida. Sein letztes Opfer, den 14-jährigen Sam Manzi, lernte er ein Jahr vor den fraglichen Ereignissen im Internet kennen. Der Mann begann mit dem Teenager zu kommunizieren. Als sich eine Freundschaft zwischen ihnen entwickelte, schlug er vor, sich zu treffen. Es ist offensichtlich, dass Stephen nach einem neuen Opfer suchte, um seine schmutzigen Fantasien auszuleben. Sie lernten sich am 10. August 1996 in einem Einkaufszentrum kennen. Erstaunlicherweise brachte Sams leiblicher Vater ihn dorthin. Der Mann wusste, dass der Junge sich mit seinem Internetfreund treffen wollte, hatte jedoch keine Ahnung, dass es sich um einen erwachsenen Mann handelte. Sam selbst war sich dessen sehr wohl bewusst. Er interessierte sich schon lange für den Umgang mit Menschen, die älter waren als seine Altersgenossen. Zuerst sahen sie sich einen Film an. Ziemlich schnell gelang es dem 42-jährigen Mann, den Jungen zu überreden, mit ihm in ein Hotel zu gehen. Dort vergewaltigte er ihn und filmte und fotografierte die Tat. All dies geschah wiederholt. In der Folge trafen sie sich mehrmals im Laufe eines Jahres, und zwar nicht nur in Hotels. Mehrmals waren sie in Stephens Haus und einmal im Haus des Teenagers. Jedes Mal, wenn Sam von zu Hause verschwand, um sich mit dem Mann zu treffen und die ganze Nacht wegblieb, meldeten seine Eltern ihn bei der Polizei. Aber sobald ihr Sohn zurückkam, beruhigte Sam alle und erzählte, er sei mit Freunden zusammen gewesen und habe einfach die Zeit vergessen. Die Polizei, die an der Suche nach dem Teenager beteiligt war, hielt ihn für einen typischen Problemschüler, bei dem sich alles mit der Zeit geben würde. Bald erhielten die Eltern hohe Telefonrechnungen. Sie ahnten, dass etwas nicht stimmte. Das war alles untypisch für Sam, deshalb beschlossen seine Angehörigen herauszufinden, wo er sich aufhielt. Sie installierten sogar ein spezielles Gerät auf seinem Telefon, um seine Anrufe zu verfolgen. Schließlich kam die ganze Wahrheit ans Licht und Stephen wurde entlarvt. Als die Familie Manzi den Vergewaltiger erwischte, wurde er bei der Polizei angezeigt. Von diesem Moment an begannen nicht nur für den Mann, sondern auch für sein Opfer immer ernstere Probleme. Sam Manzi war eines von 2 Kindern einer religiösen und anständigen Familie. Er wurde am 25. Februar 1982 geboren. Seine Eltern zogen ziemlich oft um. Das Kind kam in Kalifornien zur Welt. Eine Zeit lang lebte das Paar in Florida, dann in North Carolina. Schließlich landeten sie in New Jersey, wo sie sich niederließen. Sam war ein kluger Junge, still, ruhig und hielt sich in der Schule zurück.
Als die Ermittler seine Aktivitäten im Internet analysierten, stellte sich heraus, dass er ein ziemlich verschlossener Junge war. Der Jugendliche besuchte katholische Schulen und war sehr gläubig. Obwohl seine Eltern konservativ waren und solche Gedanken nicht zuließen, war der Junge schon von klein auf überzeugt, dass er eine nicht traditionelle sexuelle Orientierung hatte. Wahrscheinlich war dies einer der Gründe für seine Verschlossenheit. Obwohl er sich dieser Tatsache bewusst war, sprach er nie offen darüber. Zu dieser Zeit war die Einstellung dazu selbst in den USA noch nicht so wie heute. Er hatte Angst, dass seine Eltern ihn nicht verstehen und seine Entscheidung nicht akzeptieren würden. Für alle, die Sam gut kannten, wurde schnell klar, dass er sich nicht besonders für das andere Geschlecht interessierte. Während Jungen in seinem Alter begannen, um die Aufmerksamkeit von Mädchen zu buhlen, war Sam ihnen gegenüber gleichgültig. Um jedoch keine unnötige Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen, unterhielt er sich im Internet mit einem Mädchen, das in Arizona lebte. Der Junge tat so, als hätten sie eine Fernbeziehung und wären ineinander verliebt. Der Teenager erfand zahlreiche Geschichten, um davon abzulenken. Er druckte sogar ihr Foto aus und klebte es auf den Einband seines Schulordners, den er mit zur Schule nahm, damit alle sehen konnten, dass er eine Freundin hatte. Die gleiche Geschichte erzählte er auch seinen Eltern. Nun waren sie überzeugt, dass mit ihrem Sohn alles in Ordnung war. Um wenigstens irgendwo eine Bestätigung für seine wahren Gefühle zu finden, richtete der Junge eine Seite auf beliebten Websites ein. Soziale Netzwerke waren zu dieser Zeit gerade erst im Entstehen. Auch diese nutzte er aktiv. Hier veröffentlichte Sam regelmäßig Beiträge über seine Lieblingsbands, Musik, Freunde, seine katholische Highschool und machte auch versteckt auf seine sexuelle Orientierung aufmerksam. Er wollte Communities finden, die seiner Orientierung entsprachen. In Wirklichkeit versteckten sich hinter den anderen Mitgliedern dieser Gruppen Sexualstraftäter, darunter auch der 42-jährige Steven Simmons, den Sam kennenlernte. Nachdem ihre Beziehung aufgedeckt wurde und der Mann wegen Verführung Minderjähriger zur Verantwortung gezogen wurde, versuchten die Eltern des Opfers ihrem Sohn zu helfen. Seine Mutter und sein Vater brachten ihn in eine spezielle Besserungsanstalt. Während der Therapie war Sam sehr zurückhaltend und still. Er erzählte seinem Therapeuten alles, was passiert war, und sogar noch mehr. Wie sich herausstellte, versuchte der Teenager nach dem Kontakt mit diesem Mann psychologisch, die erlittenen Traumata zu verarbeiten. All dies führte Sam zum Konsum von Alkohol und verbotenen Substanzen. Unter seinen Aussagen waren auch Geschichten darüber, dass er von einer Beziehung mit einem minderjährigen Jungen fantasierte. Er hatte den Wunsch, ihn zu heiraten. Außerdem erzählte Sam, dass er den Minderjährigen bereits berührt hatte. Am schrecklichsten war jedoch die Geschichte, dass er das Kind vergewaltigen und töten wollte. Der Arzt berichtete der Polizei von dieser beunruhigenden Aussage. Tatsächlich war es genau diese Geschichte des Teenagers, die einen Polizisten aus dem Nachbarbezirk dazu veranlasste, sich an die Ermittler von Jackson Township zu wenden, um einen Hinweis auf den mutmaßlichen Mörder von Eddie zu geben. Während der Ermittlungen arbeitete Steven Sam aktiv mit der Polizei zusammen. Er beschrieb alle Treffen mit dem Mann detailliert und zeigte die Orte, an denen sie stattfanden. Aber nach und nach wurde klar, dass es den Teenager zunehmend störte, dass er dabei half, einen Mann zu fassen, zu dem er fast ein Jahr lang eine Beziehung aufgebaut hatte. Sam zerstörte sogar das Ortungsgerät, das installiert worden war, um seine Telefonate zu überwachen und abzuhören. Dies geschah während eines seiner ersten Wutausbrüche. Kurz vor der Verhandlung wollte der Junge vor Gericht für Steven sprechen und erklären, dass ihre Beziehung einvernehmlich gewesen sei, aber sein Alter habe ihn daran gehindert. Er war noch nicht alt genug, um einvernehmliche sexuelle Handlungen einzugehen, sodass ihre Beziehung illegal war. Offensichtlich unterstützten auch die Eltern die Entscheidung ihres Sohnes, den Vergewaltiger zu verteidigen, nicht sodass sich zwischen ihnen Spannungen aufbauten. Selbst Steven wollte nicht, dass Sam vor Gericht zu seinen Gunsten aussagte, wodurch der Teenager noch mehr traumatisiert wurde. Als der Prozess begann, weigerte sich Sam daher, überhaupt vor Gericht auszusagen, war aber soweit bekannt bei der Urteilsverkündung anwesend. Steven gelang es, einen Deal auszuhandeln, bei dem der Mann sich schuldig bekannte. Er kam mit einer Haftstrafe von nur 5 Jahren davon. Aber selbst in diesem Moment war der Teenager sehr wütend, auch auf seine Eltern. Seine Wut geriet immer häufiger außer Kontrolle, bis der Junge eines Tages die Fernbedienung des Fernsehers auf den Kopf seines Vaters warf. Er war wütend, dass seine Eltern versucht hatten, ihn vor dem Vergewaltiger zu schützen, den er mochte. Das Verhalten des Teenagers wurde immer aggressiver.
Das beunruhigte die Familie Munsey. Die Mutter und der Vater beschlossen, ihren Sohn in eine psychiatrische Klinik einweisen zu lassen. Das gelang ihnen auch. Doch noch am selben Tag, unmittelbar nach der Untersuchung, erhielten sie einen Anruf, dass sie Sam abholen könnten, damit ihm alles in Ordnung sei. Es seien keine psychischen Störungen festgestellt worden. Bemerkenswert ist, dass die Eltern den Teenager nicht nach Hause zurückbringen wollten. Sie bestanden darauf, dass Sam Hilfe brauchte. Sie forderten eine zusätzliche Untersuchung, wurden jedoch einfach ignoriert. Dies zwang sie sogar, am Tag nach dem Anruf aus der Klinik vor Gericht zu gehen, um die Zwangseinweisung und Behandlung von Sam in einer psychiatrischen Klinik zu beantragen. Die Eltern bestanden darauf, dass die Wutanfälle des Teenagers sehr beunruhigend waren und professionelle Hilfe erforderten. Mutter und Vater waren der Meinung, dass ihr Sohn nach der Gewalt durch Steven unter schweren psychischen Problemen litt. Der Vater war überzeugt, dass der Junge eine Gefahr für sich selbst und seine Umgebung darstellen könnte. Die Gutachten der Experten waren sehr widersprüchlich. Im Krankenhaus kam der Arzt zu dem Schluss, dass mit Sam alles in Ordnung sei. Der Psychotherapeut, der während der Ermittlungen zu den Gewalttaten mit dem Jungen gesprochen hatte, war überzeugt, dass er Hilfe brauchte. Er war sehr beunruhigt über die Geschichten, die auf eine Neigung zur Gewalt hindeuteten, die sich bei dem Teenager gezeigt hatte. Die Aussagen beider Fachleute wurden vom Gericht bewertet. Letztendlich entschied der Richter, dass Sam zu seinen Eltern nach Hause geschickt werden sollte, die ihn unterstützen könnten. Der Richter war der Ansicht, dass der Junge keine Gefahr darstellte. Es gab keinen Grund, den Jugendlichen in einer psychiatrischen Klinik festzuhalten. Man ging davon aus, dass er nach dem Vorfall mit dem Vergewaltiger lediglich eine einfache Anpassung benötigte. Es wurde angenommen, dass all diese Probleme nach Konsultationen mit Experten gelöst werden könnten. Interessanterweise kehrte Sam nur 3 Tage vor Eddies Verschwinden nach Hause zurück. All dies schien kein Zufall zu sein. Als die Ermittler, die den Mord an Eddie untersuchten, von dieser Geschichte hörten, suchten sie Sam Munsey auf, um persönlich mit ihm zu sprechen. Von Anfang an verhielt sich der Junge sehr nervös, bestritt jedoch, Eddie überhaupt zu kennen. Er behauptete, dass sie sich nicht kannten und sich nie gesehen hatten. Die Jungen kannten sich tatsächlich vor dem Angriff nicht und gingen auf verschiedene Schulen. Als die Polizeibeamten mit seiner Mutter sprachen, willigte die Frau ein, ihren Sohn zur Wache mitzunehmen und dort zu verhören. Danach durchsuchten die Polizisten seinen Computer und sein Zimmer. Sie fanden eine große Anzahl kompromittierender Fotos mit minderjährigen Jungen. Außerdem untersuchten sie Sams Schuhe, da auf dem Rücken des getöteten Kindes ein deutlicher Abdruck vom Profil eines Schuhs zu sehen war. Im Zimmer des Verdächtigen fanden sie ein paar Schuhe mit identischem Sohlenmuster. All dies verstärkte den Verdacht gegen den Teenager. Die Mutter war zusammen mit ihrem Sohn auf der Polizeiwache anwesend. Als die Frau erfuhr, weswegen er verdächtigt wurde, sprach sie persönlich mit ihrem Sohn, der ihr fast sofort gestand, dass er Eddie getötet hatte. Er erklärte, dass er endlich seine Fantasien in die Tat umgesetzt habe. Sam machte seine behandelnden Ärzte für seine Probleme verantwortlich. Er wollte sich dafür rächen, dass sie ihm nicht die notwendige Hilfe leisten konnten. So wurde Sam Munsey wegen Mordes und Vergewaltigung unter erschwerenden Umständen sowie wegen Raubüberfalls verhaftet. Der 15-jährige Teenager wurde gegen eine Kaution von $500.000 in Haft gehalten. Der Name des Täters wurde zunächst geheim gehalten, da er minderjährig war. Trotzdem wurde es schnell in der Presse veröffentlicht, da es zu einer Datenpanne kam und unter anderem durch die Teilnahme seiner Mutter an einem Interview nicht nur der Name des Täters, sondern auch Details seiner Tat bekannt wurden. Nach Angaben des 15-jährigen Sam war er an diesem schicksalhaften Tag, dem 27. September 1997, allein zu Hause. Seine Eltern ließen ihn normalerweise nicht einfach so unbeaufsichtigt. Sie versuchten auf ihren Sohn aufzupassen, mussten aber gelegentlich wegen der Arbeit und anderen Verpflichtungen wegfahren. An diesem Tag waren beide nicht da. Sie sollten erst in ein paar Stunden zurückkommen. Der Teenager spielte im Innenhof seines Hauses, als er Eddie bemerkte, der von Tür zu Tür ging und im Namen einer Sozialhilfeorganisation Süßigkeiten verkaufte. Als Eddie bei Sams Haus ankam, schickte der Teenager den Jungen zunächst weg, hatte aber von Anfang an die Absicht, ihn anzugreifen. Um sich zu beherrschen und den Angriff zu verhindern, rief Sam ein Mädchen an, das er in der psychiatrischen Klinik kennengelernt hatte. Er unterhielt sich eine Weile mit ihr am Telefon, um sich abzulenken, aber es half nichts. Der Junge konnte seine schrecklichen Gedanken nicht überwinden und ging auf die Straße, wo Eddie immer noch seine Süßigkeiten verkaufte.
Er holte den Jungen ein und sagte ihm, er habe es sich anders überlegt und schlug ihm vor, mit zu ihm nach Hause zu gehen, da er kein Geld dabei habe. Der naive Schüler willigte ein und ging hinein, woraufhin Sam die Tür hinter ihm verschloss. Gemeinsam gingen sie in das Zimmer des Teenagers, wo Sam begann, sich an den 11-jährigen Jungen heranzumachen. Dort, so der Festgenommene, bekam Eddie Angst, begann zu weinen und bat darum, ihn gehen zu lassen. Stattdessen drehte der Teenager die Musik auf volle Lautstärke und versuchte, den Jungen zu beruhigen. Ursprünglich wollte er ihn nicht töten, sondern nur vergewaltigen. Der kleine Schüler konnte sich nicht wehren. Als der Täter seine schmutzige Tat begangen hatte, wurde ihm klar, dass Eddie seinen Eltern davon erzählen würde. Der Teenager wollte nicht, dass er die gleichen Probleme bekam wie Steven. Er wollte nicht ins Gefängnis, also beschloss er, den Jungen zu beseitigen. Während Eddie auf dem Bauch lag, nahm Sam ein Seil, wickelte es um den Hals seines Opfers und drückte mit dem Fuß auf dessen Rücken. Der Mörder drückte so fest, dass ein blauer Abdruck in Form einer Fußsohle zurückblieb. Danach begann er, das Kind zu würgen und verbrachte etwa 10 Minuten damit, bevor seine Hände von der Anstrengung schmerzten. Dann wechselte er zur Krawatte, die weicher war und seine Finger nicht so sehr verletzte, und würgte den Jungen noch einige Minuten lang weiter. Laut Sam gab Eddie selbst danach noch ein Geräusch von sich, als würde er versuchen zu atmen. Als er mit Entsetzen erkannte, dass er noch am Leben sein könnte, nahm der Teenager den Wecker und schlug ihm damit auf den Kopf. Es ist schwer zu sagen, welche Geräusche Sam genau gehört haben könnte, da der Gerichtsmediziner feststellte, dass die Todesursache Erstickung war und der Junge zu diesem Zeitpunkt eindeutig tot war. Möglicherweise hat er diese Geräusche nur eingebildet. Dann stahl der Teenager $200, die der Junge durch den Verkauf von Süßigkeiten an Nachbarn verdient hatte. Die Eltern sollten bald zurückkommen. Nun beschloss Sam, die Leiche zu beseitigen, konnte dies aber nicht so schnell tun. Er befürchtete, dass die Eltern jeden Moment kommen, alles sehen und die Wahrheit erfahren würden. Deshalb versteckte Sam den Jungen in einem großen Koffer und stellte ihn in den Abstellraum seines Hauses. Aus diesem Grund konnten die Polizisten das Kind mehr als einen Tag lang nicht finden. Die ganze Zeit über befand es sich in Sams Haus. Erst um 3 Uhr morgens des nächsten Tages, als seine Eltern tief und fest schliefen, nahm der Teenager den Koffer und machte sich auf den Weg in den Wald. Er suchte sich einen abgelegenen Ort aus, von dem er wusste, dass die dort lebenden Menschen verreist waren und ihn nicht sehen konnten. Als der Teenager weit genug weg war, warf er die Leiche einfach weg und ging. Die restlichen Kleidungsstücke und den Rucksack des Jungen warf er in Mülltonnen in der Nähe seines Hauses. Am beängstigendsten war sein Verhalten. Die Eltern des Teenagers beschrieben Sam als völlig ruhig und normal an dem Tag, als sie von der Arbeit zurückkamen. Der Teenager verriet sich nicht und lebte weiter, als wäre nichts geschehen. Nach seiner Verhaftung wurde zunächst versucht zu entscheiden, ob der Junge als Minderjähriger oder als Erwachsener vor Gericht gestellt werden sollte. Im zweiten Fall hätte er eine lebenslange Haftstrafe ohne Anspruch auf vorzeitige Entlassung erhalten können. Darauf bestanden die Eltern des Opfers. Bei einer Verurteilung als Minderjähriger hätte er maximal 20 Jahre erhalten, sogar mit dem Recht auf vorzeitige Entlassung nach einem Drittel der Haftzeit, also nach etwa 7 Jahren. Bemerkenswert ist, dass solche Übergriffe, bei denen ein Teenager ein kleineres Kind aus sexuellen Motiven angreift, sehr selten vorkommen. Ohne den Hinweis eines Beamten aus einem benachbarten Bezirk hätte sich die Suche nach dem Täter erheblich verzögern und möglicherweise ins Leere laufen können. Während das Gericht über Sams Strafmaß entschied, wurde Eddie in einem geschlossenen Sarg beigesetzt. Mehr als 600 Menschen nahmen an der Beerdigung teil. Bereits am Tag nach der Trauerfeier erklärte die Staatsanwaltschaft, dass Sam wie ein Erwachsener vor Gericht gestellt werden solle. Während dieser Zeit befand er sich in einer Einrichtung für jugendliche Straftäter, wo er streng bewacht wurde, da man davon ausging, dass Sam ein hohes Risiko hatte, sich das Leben zu nehmen. Sein emotionaler Zustand wurde als kritisch eingestuft. Man ging davon aus, dass der Teenager die Haftbedingungen nicht aushalten würde, da er seit seiner Verhaftung weder gegessen noch getrunken hatte. Auch sein psychischer Zustand gab Anlass zu großer Sorge. Die Staatsanwaltschaft bestand jedoch weiterhin darauf, dass er wie ein Erwachsener vor Gericht gestellt werden müsse, auch um andere potenzielle Vergewaltiger und Mörder abzuschrecken. Sams Anwalt erklärte sofort, dass er versuchen werde, diese Entscheidung anzufechten, insbesondere unter Berufung auf ein Verbrechen, das 1 Jahr zurücklag, als Sam selbst mehrfach sexuell missbraucht worden war, selbst Opfer geworden war und danach nicht einmal die erforderliche Hilfe erhalten hatte.
Sein Vergewaltiger Steven, der zu diesem Zeitpunkt noch im Gefängnis saß, war der Meinung, dass die Behörden einen Teil der Verantwortung für diesen Fall übernehmen müssten. Sams Eltern reichten sogar Klage gegen die Ärzte ein, die ihren Sohn behandelt hatten, und warfen ihnen Fahrlässigkeit vor, weil Sam nicht vollständig behandelt und nach Hause geschickt worden war. Vor diesem Hintergrund waren Eddies Eltern sehr bestürzt. Aufgrund der Aufregung um Sam hatten sie das Gefühl, dass der Mord an ihrem Sohn in den Hintergrund geraten war. Viele hätten den Teenager bemitleiden können und er hätte mit seinem Verbrechen davonkommen können. Eddies Angehörige traten im Fernsehen auf und erklärten, dass nicht Sam das Opfer in dieser Situation sei und die Behörden aufhören müssten, Kriminelle zu entschuldigen. Doch die Psychiater und Medienvertreter, die sich im Fernsehen über dieses Verbrechen äußerten, waren nicht mehr zu stoppen. Während der ganze Wirbel weiterging, fand Sams Mutter ein schreckliches Foto, das ihr Sohn nach dem Mord an Eddie gemacht hatte. Er hatte es in einem seiner Bücher versteckt. Auf dem Foto war der tote Junge zu sehen, der mit einem Strick um den Hals auf dem Bauch lag. All dies bewies einmal mehr die Schuld des Teenagers. Während Sam in der Jugendstrafanstalt war, griff er einen 13-jährigen Jungen an. Nach diesem Vorfall wurde Sam sofort in ein Gefängnis für erwachsene Straftäter verlegt. Als das Gerichtsverfahren begann, bestand der Anwalt darauf, dass sein Mandant sich nicht schuldig bekennen sollte, wollte sich auf die Unzurechnungsfähigkeit seines Mandanten berufen und sogar versuchen, ihn für unzurechnungsfähig erklären zu lassen, um ein Gerichtsverfahren zu vermeiden. Dieser Antrag wurde jedoch abgelehnt, da es keine Gründe gab, Sam zum Zeitpunkt der Tat für unzurechnungsfähig zu halten. Sam musste vor Gericht erscheinen. Es war offensichtlich, dass der Verteidiger trotz allem vorhatte, seine Taktik auf psychische Abweichungen und Unzurechnungsfähigkeit zu stützen. Als der Verhandlungstermin näher rückte, nahm der Angeklagte einige Änderungen vor. Ihm wurde ein Deal angeboten, bei dem er sich schuldig bekennen sollte. Sam nahm das Angebot an. Der Teenager erzählte, wie er den Jungen erwürgt, dann in einen Koffer gesteckt und im Wald weggeworfen hatte. Bemerkenswert ist, dass er kein Wort über Vergewaltigung und Raub gesagt hat. Das lag daran, dass diese Anklagepunkte im Rahmen des Deals fallen gelassen worden waren. Die Familie des getöteten Jungen war mit dieser Entscheidung zufrieden, da so ein langwieriger Prozess vermieden werden konnte, der für alle sehr traumatisch gewesen wäre. Aber die Familie des Mörders konnte ihm lange Zeit nicht vergeben. Sie reichte sogar Klage gegen die Ärzte ein, die Sam untersucht und für nicht gefährlich befunden hatten. Die Klage wurde jedoch abgewiesen. Später versöhnten sich die Eltern beider Seiten, trafen sich sogar und erkannten, dass ihre beiden Jungen Opfer waren. Die Väter umarmten sich, die Mütter weinten und schenkten sich gegenseitig Blumen. Die Staatsanwaltschaft forderte die Höchststrafe und behauptete, Sam sei ein Soziopath mit einer Neigung zur Vergewaltigung von Minderjährigen, was er vor der Tat mehrfach geäußert habe. Die Verteidigung verwies erwartungsgemäß auf seine psychischen Probleme, um das Urteil milder ausfallen zu lassen. Letztendlich wurde Sam Mancy zu 70 Jahren Haft verurteilt, jedoch mit der Möglichkeit einer vorzeitigen Entlassung nach 59 Jahren. Ursprünglich hätte er diese mit 74 Jahren erhalten können, später legte sein Anwalt jedoch Berufung ein, um die Haftstrafe zu verkürzen. Der Verteidiger hatte sogar Erfolg. Die Entscheidung wurde geändert. Sam erhielt das Recht auf vorzeitige Entlassung nach 30 Jahren, und das ist schon bald, im Jahr 2027. Das war ein weiterer Schock für Eddies Eltern, denn der gefährliche Verbrecher wird mit 45 Jahren wieder auf freien Fuß kommen. Sie versuchten sich gegen diese Entscheidung zu wehren, aber ohne Erfolg. Sowohl die Werners als auch die Mancys selbst sind der Meinung, dass Sam danach eine Gefahr darstellen könnte. Sein Schicksal und vielleicht auch das Schicksal möglicher zukünftiger Opfer liegt nun in den Händen der Kommission für vorzeitige Haftentlassung. Sam und sein Peiniger Steven haben sich im Gefängnis Briefe geschrieben. Sie haben über Politik und Philosophie diskutiert und verschiedene Nachrichten besprochen. Steven gibt bis heute den Strafverfolgungsbehörden die Schuld an der Tragödie und glaubt, dass Sam an diesem Tag nicht ausgerastet wäre, wenn er nicht im Gefängnis gesessen hätte, als er den 11-jährigen Jungen vor seiner Haustür sah, und dass er Eddie nicht angegriffen hätte und dieser noch am Leben wäre. Sams Eltern sehen in Steven das Böse in Person und machen ihn für das verantwortlich, was mit ihrem Sohn und Eddie passiert ist. Ihrer Meinung nach hätte Sam, wenn er nie einem erwachsenen Vergewaltiger begegnet wäre, nicht so einen Schaden genommen und hätte nicht daran gedacht, andere Jungen zu vergewaltigen.
Danke fürs Zuschauen und passen Sie auf sich auf.